Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal. Es ist ja Frühling und ich habe heute für euch das Gemälde mit der goldenen Linie in einer pastelligen Frühlingsversion. Ich gehe dabei immer nach demselben Prinzip vor. Ich ziehe mir erst eine Linie im unteren Drittel des Bildes. Die muss auch nicht 100% ordentlich sein, aber es sollte am Ende natürlich auch nicht schräg aussehen. Ich achte immer so ein bisschen darauf, dass ich im goldenen Schnitt arbeite. Hier fange ich jetzt erstmal an, indem ich die dunkelsten Töne auftrage. Die dunkelsten Farbtöne sind in dem Fall Ultramarinblau und gebranntes Umber. Und damit bekommt man einen schönen dunklen Farbton hin, der nicht ganz krass schwarz aussieht, sondern so ein bisschen noch mehr Wärme und Tiefe hat. Und deswegen benutze ich das ganz gerne. Dann mische ich mir da so einen Ocker noch dazu. Also auf jeden Fall möchte ich, dass diese Mittellinie schön dunkel ist und sich auch ein bisschen mit Kontrast abhebt von den pastelligen Farben, die ich dann immer mache. Dieses Bild habe ich auch mal ohne Spachtelmasse gemalt. Ich wollte einfach, dass so die Feinheit der Blütenblätter und so ein bisschen rüberkommt und da hätte mich, glaube ich, dieses Grobe von der Spachtelmasse nur gestört. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Farbtöne rausgesucht, die ich dafür verwenden will. Die meisten davon sind von Sostrene Grene. Es ist einfach eine Marke, die ich gerade irgendwie sehr schön finde. Ich mag einfach diese Pastellfarben von dieser Marke. Und die trage ich mir erstmal hier ganz grob auf dem Bild. Dann als nächstes kommt natürlich auch wieder sehr viel Weiß mit dazu, weil ich ja ein helles Bild malen möchte. Es soll ja schön luftig und leicht und frühlingshaft aussehen. Und jetzt mische ich das alles erstmal intuitiv ein bisschen zusammen. Da ich auch immer nass in nass arbeite, habe ich immer eine untere Farbschicht, die ich als erstes male. Die lasse ich auch nicht trocknen, sondern ich gieße da gleich das Weiß rüber und arbeite das alles direkt ein. So habe ich quasi einen Mischmasch aus den verschiedenen Farben, die ich mir da zusammengemischt habe und auch von dem Weiß und dann ergibt das Ganze eine vielschichtige Farbpalette. Also hier trage ich ein sehr deckendes Titanweiß auf. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich hierfür auch wieder diese Rakeltechnik verwenden möchte. Allerdings mit einem Maler Spachtel und da könnt ihr gespannt sein, was am Ende bei rumkommt. Das ist auf jeden Fall immer sehr schön und macht auch mega viel Spaß, damit herum zu experimentieren. Hier ist auch wieder dieses Pastelllila, was ich total schön finde und ich finde, das passt auch perfekt in den Frühling. Das trage ich auch hier großzügig auf, damit ich die warmen Töne noch ein bisschen ausgleichen kann. Ich möchte auf jeden Fall auch einige kühle Farbtöne hier wieder mit drin haben. Es soll halt, wie gesagt, so ein bisschen blütig aussehen. Ja, mit dem Malermesser ziehe ich mir jetzt quasi die helle Farbe immer wieder runter. Ich habe jetzt hier noch nicht am Küchentuch abgestreift, weil ich die Farbtöne tatsächlich auch mit rüberbringen wollte in die anderen Bereiche. Aber normalerweise empfehle ich immer, den Malerspachtel zwischendurch auch mal abzustreifen an so einem Küchentuch oder so. Lasst mir übrigens sehr gerne ein Like oder ein Abo da, falls euch meine Videos gefallen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich freue mich auch sehr über jede Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst, sei es jetzt per Spende oder einfach ein netter Kommentar. Da freue ich mich jedes Mal total drüber. Und wenn ihr mehr über meine Kunst erfahren wollt, ihr könnt auch gerne mal in meinen Etsy-Shop schauen oder auf meine Website. Ich habe die Links dazu alle in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen könnt ihr da einfach mal draufklicken, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hilft es mir natürlich immer, wenn ihr meine Videos bis zum Ende schaut. Das verbessert einfach meine Position in dem YouTube-Algorithmus, also immer gerne bis zum Ende schauen.
Auf jeden Fall vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich ziehe mir jetzt die Farbe auch einmal so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung. Also ich ziehe die nicht nur von oben nach unten, sondern auch so ein bisschen von links nach rechts, weil ich dadurch einfach die Farbe besser verteilen kann nochmal. Und da ich das Ganze ja auch so ein bisschen feiner und blütenartiger haben möchte, habe ich hier mein Malmesser. Damit gehe ich auch noch mal rein und ziehe die Farbe so ein bisschen weg, dass die Struktur ein bisschen kleiner und feiner wird. Hier kann man auch sehr schön die Farbe, die unten drunter liegt, unter der weißen und beigefarbenen Schicht, nochmal so ein bisschen rausholen und nochmal an die Oberfläche bringen, was ich immer total cool finde und was auch mega viel Spaß macht. Ich möchte halt auf jeden Fall um diese Linie herum die meisten Farbkleckse haben. Ganz wichtig auch immer zwischendurch mal an so einem Küchentuch oder so abstreifen, damit man die Farbe nicht zu sehr verteilt, die man vielleicht nicht verteilen möchte. Und jetzt fängt auch langsam die Acrylfarbe schon an zu trocknen, also hier kann ich erstmal nicht mehr weiter dran arbeiten, aber ich glaube, ich habe da auch schon so viel drin rumgemalt, ich glaube, es gefällt mir auch tatsächlich so. Und ich vergesse auch natürlich nie, die Seiten zu bemalen. Das ist mir einfach wichtig, dass die Farbe, die ich oben drauf habe, einmal quasi um die Leinwand herum geht. Ich finde, das sieht einfach viel harmonischer und hübscher aus am Ende. Das Bild sollte danach auf jeden Fall über Nacht trocknen und am nächsten Tag kann ich dann anfangen mit dem Blattgold. Dafür brauche ich erstmal diese Anlegemilch. Die trage ich mit einem Pinsel auf. Und weil die goldene Linie natürlich auch so ein bisschen uneben erscheinen soll, die soll zwar einerseits fein sein, aber die soll auch so ein bisschen unregelmäßig sein, habe ich hier nochmal mein Malmesser und damit verteile ich die Anlegemilch ein bisschen, dass außenrum auch noch so ein paar
Strukturelemente sind, wo später Gold dran ist. Falls man zu viel aufgetragen hat, kann man auf jeden Fall das auch mit einem Schwämmchen abtupfen. Jetzt muss die Anlegemilch erstmal circa 25 Minuten antrocknen und dann kann ich auch schon das Blattmetall anlegen. Das hier ist ein Blattgold-Imitat, mittelgold gelblich ist die Farbe. Und das ist immer dasselbe, was ich benutze, weil ich das einfach in 100er-Packs kaufen kann. Ich habe auch schon andere aus anderen Läden probiert und da waren dann irgendwie immer nur 20 Blättchen oder so drin und da komme ich natürlich nicht so lange mit aus. Deswegen kaufe ich immer die Großpackung von Bösner. Das ist hier das Horus Blattgold Imitat und ich finde das Mittelgold gelblich einfach am schönsten. Es hat so eine schöne sonnige Strahlkraft und ist auch nicht zu hell, aber halt auch nicht zu dunkel. Also ich finde die Farbe toll. Ich arbeite das Blattmetall dann auch immer mit so einem Pinsel ein und mit den Händen auch teilweise, je nachdem. Mir ist halt auch wichtig, dass es nicht nur direkt an der Linie dran so ein bisschen Gold hat, sondern auch außenrum, sodass es aussieht, als ob das Gold da so aus so einer Felsspalte rauskommt. Und ich finde, die beste Möglichkeit, die ganzen überschüssigen Partikel loszuwerden, ist einfach mit einem Bürstenaufsatz, wohlgemerkt, einmal über das Bild rüber zu saugen. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt irgendwie schlauer gestalten könnte, deswegen mache ich das einfach immer so. Ich finde diese Blumen rechts, sie passen auch total schön irgendwie zu dem Bild, auch mit diesen Lila- und Fliedertönen. Es ist ja auch genau der Vibe, den ich damit rüberbringen wollte. Es soll halt irgendwie aussehen wie so ein blühender Kirschbaum, wo morgens die ersten goldenen Sonnenstrahlen rauffallen. Irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube, dieses Motiv, das würde mir einfach nie langweilig werden. Ich könnte es immer und immer wieder malen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir, wie gesagt, gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Frühling. Und bis zum nächsten Mal.